Wollt ihr vielleicht, dass wir das mal ans Laufen bringen? Kompression, Jungs. Das ist... Buchfans, so, heute haben wir ein Future Bike, also ein vorgestellter Mofa und, ja, noch ganz unbekannt, noch nie vorgestellt, unsere Buch Magnum Rough Rider R oder Buch Magnum R. Buch Magnum R, das existiert gar nicht. Nee, stimmt, weil das hier ist in Basis natürlich eine Buch Magnum X Kindercrosser. Das war eine gute Idee vom Buch. Die sind aber, bevor ich weitergehe, die sind übrigens viel verkauft. Aber in der Zeit, dass Yamaha schon den Piwi hatte und Honda schon der CR50 mit um die 7, 8, 9 PS und Buch dachte, das ist eine gute Markt für uns. Kindercrosser, oh, den machen wir mit 1,8 PS. Na, das war super, wenn man Buchliebhaber war damals und dachte, naja, mein Sohn oder Kleinsohn, ne, der will gerne eine Kindercrosser, dann kaufe ich eine Buch. Aber das war natürlich nicht schlau, ne? Weil mit Honda und diese Yamaha Piwi, da konnte man viel besser fahren im Land oder konnte man auch noch ein Crossrennen fahren und das ging mit einem Buch nicht, weil das war nicht homologiert. Die sind auch nicht mehr mit Kennzeichen geliefert oder Papiere. Das war nur ein Fun-Mofa. Gut, das hier, wieso bin ich damit angefangen? Seit, ich denke 5, 6 Jahre her bin ich damit angefangen mit diesem Mofa. Rahmen hatte ich und ein Rough Rider Tank. Nou, und diese Rough Rider Tank, die sind ziemlich selten hier in die Niederlanden. Die sind geliefert in den Vereinigten Staaten und ich glaube hier in Europa nur in Spanien. Korrigiere mich, wenn ich das falsch habe, dann kann man das hier in die Kommentare unterschreiben natürlich. Ne? Was ist der Unterschied? Naja, dieser Rough Rider Tank hat so hier eine Wölbung und eine Magnum X Tank ist natürlich so flach. Nou, das ist der einzige Unterschied. Inhalt, denke dasselbe. Und Rahmen sind natürlich auch dasselbe. Weil, na, wieso haben wir eine Buch Magnum R da ausgemacht? Also eine Rennversion für eine Rennstrecke. Also nicht für Schlammfahren oder Crossfahren. Nee, Rennstrecke, nou, war nur ein Fun-Projekt. Wie gesagt, Rahmen war da, Tank war da, naja. Was haben wir eigentlich so alles dran gemacht? Für eine Rennstrecke natürlich Felgen mit Rennreifen. Das ist hier 14 Zoll. Und die Felgen, die sind von Buch Radical. Das war damals eine italienische Buch, Buch Maxi. Das war kein Buch Maxi mehr, aber ein Buch Radical natürlich. Aber, und da war ein 14er Zoll Vorderrad drin. Na, haben wir 2 genommen. Das war eine Suche. Und haben wir eine Bremsscheibe eingebaut, weil sonst geht das nicht natürlich. Ne? 14 Zoll mit Scheibenbremse. Ja, wo findet man eine Felge, die das hat? Eigentlich keine. Aber hier geht der normale 5 Sterne Narbe drin. Und da muss man natürlich ein bisschen alles passend machen. Da ist noch eine Hüllearbeit. Hydraulische EBR. Vielleicht fürs Rennen nicht den beste Gabel. Aber das hier ist ein Fun-Projekt. Eigentlich für, wenn man eine Training fährt, dann ist das schön. Weil wir dürfen bei uns im Buchshop Cup nicht mit 14 Zoll fahren. Das ist 16 oder 17 Zoll. Weniger ist nicht erlaubt. Gut, also ja, wenn man dann so eine Training hat, auf einen Sonntagmorgen oder einen Mittwochabend, dann kann man hier damit sehr gut fahren. Dann kommen wir zum Rahmen. Und das Rahmen war eigentlich super, aber da ist eine Schwinge drin, das ist nichts. Hier sind, und das ist schön, das hat die Firma Homewet für uns gemacht. Hier sind konische Lagen drin und das ist umgeschweißt. Also hier sind 2 Buchsen drauf geschweißt und da drinnen sind diese konische Lagen. Kommen wir hier zum Schwingen. Ja, und diese Schwinge ist auch von Homewet gebaut. 14. Ist also genau die, wie wir hier im Shop haben, die man auch im Maxi verbauen kann. Dann sieht man auch diese Stoßdämpfer.
Und dann denkt man, wow, die sind affengeil, völlig einstellbar, Rebound, Vorspannung, hier mit Stickstoff. Ja, die können wir bestellen, aber die sind absolut sau und sauteuer. Also wir denken, aber schreibt das bitte in die Kommentare, wenn ihr das wollt. Ich denke, wir müssen dann voraussagen, die sind um die 550 € pro Set. Also hinten ist natürlich auch eine normale Narbe drin mit einer normalen Bremse, weil, ja, eine normale Bremse, wieso keine Bremsscheibenset? Ja, braucht man nicht. Man bremst im Rennen eigentlich nur vorne, nur mit Regen. Und dann denkt man, ja, aber Chris, diese Schutzbleche, was ist denn das? Ja, das darf ich beinahe nicht sagen, fast nicht sagen, aber das sind von einer elektrischen Mofa. Und das sind so viele, das ist von einer Gotcha. Das ist eine elektrische Mofa, hat auch 14 Zoll. Hier muss noch etwas dran gemacht werden. Vorne habe ich schon ein bisschen abgesägt und hier ist so eine Ducktail dran. Ne? So eine Ducktail. Das muss auch noch abgeschnitten werden. Aber ich habe mir gedacht, wenn es mal regnet und man fährt, dann ist das eigentlich. Diese Tank, mega selten, nicht zu bekommen, der war verrostet bis am Ende. Und dann sieht man hier, da haben wir eingeschweißt, das sind Stahl ist eingeschweißt, das wird auch schon wieder ein bisschen rostig, aber ist dicht. War eine Höhlearbeit. Aber auch das hat Homewet gemacht. Ja Jungs, wir sind noch immer am Rahmen, da haben wir Fußrasten. Die müssen bei uns im Rennen, müssen die eigentlich klappbar sein oder mit einer Plastikhülse hier drauf zum Stützen. Und dann denkt man, jo, dann beschädigt man de Mofa nicht. Nö, es geht nicht um den Mofa, es geht um Asphalt. Ja. Die sind alle ja, so drauf, die sagen dann, ja, muss entweder klappbar sein, weil sonst wird das Asphalt beschädigt. Nou, und das verstehe ich auch eigentlich. Also, da muss man das einfach klappbar machen. Ist Honda MT aus den 80er. Also, ja, so greift man alles, was man schön findet. Lenker ist zum Beispiel einer aus unserem Shop, eine DMP schmales Lenker. Ja, dann kommen wir eigentlich hier zum Motor. Normale E50 Motor. Kickstarter. Und dann sieht man eigentlich gleich diese große Ghilardoni. Ja, gut. Auch ein Ghilardoni dürfen wir nicht fahren bei unserem Rennen, weil 70 Kubik ist Max. Na, was haben wir getan? Ja, das ist eine Trainingsmofa, also ja, das ist nicht offiziell im Rennen. Da muss eine Ghilardoni drauf. Und da hat der Klein, unser Haustuner, hat noch etwas gemacht. Also Kopf ist bearbeitet, weil der originale Kopf von einer Ghilardoni finde ich selber ein bisschen zu eng. Es läuft zwar, zieht gut, aber Enddrehzahl finde ich dann mit Originalkopf finde ich ein bisschen zu wenig eigentlich. Na gut, was macht der Klein? Der macht Squish richtig, also Quetschkanten und das Brennraum wird ausgedreht. Also dann hat man von Mitte aus bis Enddrehzahl hat man echt viel mehr Dampf. Wenn man eine Ghilardoni kauft, hat man Standardkopf dabei, aber wir haben im Shop auch diese bearbeitete Köpfe von der Klein. Membran ist eine Malossi. Und wieso? Original Membran, was dabei ist super, echt super. Aber die von Malossi ist einfach besser. Ansaugstützen haben wir im Shop. Das hier ist schon 30, 40 Jahre zu kaufen, so eine PHBG. Einfach eine Klemmversion. Das kann noch besser mit einer Steckversion, da hat man weniger Vibrationen. Es ist noch nicht richtig abgestimmt, es bekommt noch ein bisschen zu wenig Benzin. Es startet auch nicht. Wieso? Aha. Dann kommen wir gleich an diese Seite zum Auspuff. Und was ist das denn für eine Auspuff, Chris? Der ist nicht im Shop. Ja, genau, stimmt. Das ist eine Stage 6 Auspuff von einem Kart. Ich weiß nicht wie viel CCM, ich habe das mal gekauft. Und gedacht, ja, das kommt schon mal, naja, dann machen wir etwas damit. Na, was hat der Homewet gemacht? Auch wieder Homewet. Hat das umgebaut, sodass es hier passt. Oben langs, dann geht das hier lang und dann ist hier normalerweise, piep, 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 das ist mit Flansch übrigens, ist hier ein Dämpfer. Dieser Dämpfer ist jetzt an meine Renner. Aber wir machen das noch in Ordnung. Dann komme ich gleich dazu. Wollt ihr vielleicht, dass wir das mal ans Laufen bringen? Also schreibt das hier in die Kommentare oder schreibt eine E-Mail an info@bookshop.de. Dann können wir noch später dran Zylinder tunen lassen von der Klein und dann mal wieder versuchen. Aber wenn ihr das schön findet, dass wir das am Laufen bringen, dann schreibt das einfach in die Kommentare. Dann machen wir das und dann kommt später ein nächstes Video, kommt dann online
wo wir ein bisschen damit fahren. Übrigens, Videos. Ihr habt es schon bemerkt, denke ich. Letzte Woche war kein Video. Wieso nicht? Na, wir sind hier jetzt, speziell im Frühling und Sommer, so beschäftigt, auch ich im Büro, dass wir nicht mehr jede Woche ein Video machen können. Ja, ich finde das selber auch sehr schlimm und ungewünscht, aber es ist nicht anders. Also, was wir machen jetzt, ist jede zweite Woche wird ein Video-Upload kommen an YouTube und nicht mehr jede Woche. Aber es kann sein, wenn wir ein neues Produkt haben oder wovon wir sagen, boah, das ist absolut affengeil, ja, dann machen wir natürlich so eine Zwischendurch-Video. Oh, das klingt auch wieder so. Aber vielleicht machen wir dann doch eine Push-Up-Show, ne? Egal, wir sehen das schon, kein Problem. Vielleicht im Winter wieder, ne, haben wir wieder etwas mehr Zeit, dann ist keiner mehr an Schrauben. Aber ja, ihr bestellt so viel E-Mails, muss auch alles bearbeitet werden. Also, Verzeihung. Es wird jetzt jede zweite Woche. Gut, es ist eine Kickstart-Motor und Kompression, Jungs. Das ist echt nicht normal. Sieht man? Also, wenn man das antritt. Ja, übrigens, vor der Fragen darüber kommen, ja, wo hast du das her? Ja, das ist eine Kickstarter von einer Yamaha FS1. Die haben wir hier drauf geschweißt auf das Originalpunkt hier von Puch Kickstart-Motor. Haben wir einfach umgeschweißt, Jungs. Man kann das sehen, weil da hat man das hier. Und das Problem ist, hier ist eine Fußraste im Weg. Wenn da eine normale dran war, kann man nicht antreten. Also haben wir das so gemacht. Sattel ist auch, ja, ist kein Eigenbau, ist natürlich das Original Foam ist noch drin, aber haben wir, ja, so eine Alcantara. Und Alcantara, Jungs, dann weiß man das auch gleich, wenn man ein Auto kauft später, Alcantara ist kein Leder, ist Kunststoff. Wie sagt man das auf Deutsch? Wasserabstoß? Da kommt kein Wasser durch. Einfach dieses Set, alles von Domino. Wir haben noch Arbeit, es muss noch lackiert werden, aber ich denke erstmal ans Laufen bringen. Wie gesagt, schreibt das hier in die Kommentare. Ja, Puch-Fans, und wollt ihr das Rough Rider Magnum R live sehen? Das kann natürlich am 25. Mai, dann stelle ich das ab hier am Platz, kann man ruhig rumlaufen und vergesse nicht, 25. Mai, dann ist unsere Mobfest natürlich. Und dann haben wir viele Mofas von uns gehen nach außen, kann man ruhig alles nachsehen. Gut, sind da noch Fragen? Schreibt die hier in die Kommentare oder an info@puchshop.de. Na, und vergesse nicht zu abonnieren, wir brauchen natürlich noch Abonnees und dann sehen wir einander das nächste Mal. Ciao.